Hallo zusammen und willkommen zurück zu Call of Cthulhu. Ich musste ja das letzte Mal so sehr abrupt hier in dem Gespräch abbrechen, weil bei mir die Tür es an der Tür geklingelt hat. Aber jetzt geht's weiter. Falls ihr euch wundert, falls es in der Aufnahme zu hören ist, im Hintergrund, mein Vermieter baut im Haus. Möglicherweise hört man das. Und wir machen jetzt einfach mal weiter. Ich habe Leichen gesehen. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, was wir... Das haben wir gefragt und das haben wir gefragt. I found a file bearing Sarah Hawkins' name in the Institute's basement. It makes sense. A powerful family like the Hawkins had the means to hide such a disgrace. But everyone knows the Fullers have been taking care of the Hawkins for at least a generation. And all were aware of Mrs. Hawkins' fragility. Perhaps, but no one would allow a psychiatric internment. From what I read in the file, Fuller used her as a subject of his experiments. Francis Sanders and Sarah Hawkins, subjects of Dr. Fuller. Why those two? I met a Francis Sanders. Do you know him? Of course, he's a patient. Or was. I haven't seen him since Dr. Fuller had him transferred to the basement. He knew Sarah Hawkins, and that's what killed him. What? How did he die? I'm not sure I can explain it. Tell me how Mr. Sanders died. I didn't see what, but something was there, with us. Of what do you speak? Sanders said it was Sarah Hawkins' visitor. He spoke of it like a living being. Sarah Hawkins? Have I missed something here? This makes no sense. I don't see how it can help crack the Hawkins case. You really think she's involved? How could she have murdered Mr. Sanders? Francis Sanders mentioned Mrs. Hawkins just before dying. It's no coincidence. You know, Francis Sanders was a well-known art collector. I guess you can still pay a visit to his wife, Irene Sanders. An art collector, you say? That's probably how they met. If you plan on having dinner at the Sanders household, please spare the widow the tale of her late husband's suffering. I don't agree. She deserves the truth. But that truth may be biased. We don't know the bottom of it. Bleiben wir besonnen. Wir sollten uns der Wahrheit stellen. He's right. We can't ignore the truth. But it could drive her mad. Better madness than ignorance. Very well. I'll go to see Francis's widow. Perhaps I'll find a link between her husband's death and Sarah Hawkins. Don't end up in the hospital this time. I'll do my best. Ja, okay. I do my best. The other night's events are still confused in my head. Okay, also jetzt sieht es recht ordentlich aus, aber es ist, ich habe mich geirrt, also die Villa, es ist die alte Villa sozusagen, weil die Vorhänge sind immer noch genauso schlimm. Also ich hatte jetzt kurz irgendwie den Gedanken, dass ich hier doch tatsächlich zurück in der Zeit bin, wo es in der Villa noch normal aussah oder so, irgend sowas. Ich traue dem Spiel so ziemlich alles zu, merkt ihr bestimmt gerade. Also ich bin mir hier überhaupt nicht sicher, worum es hier jetzt, also was hier noch wahr ist und was nicht, oder was mit uns los ist oder was nicht. Also ich hatte ja die Vermutung mit dem wir sind da echt involviert, also quasi anhand der Bilder und schwierig. What can I do for you, sir? Mrs. Sanders? I'm a private detective. We must talk about your husband and his ties to Sarah Hawkins. Can I come in? You may. However, before we go any further, please know that my husband died yesterday. That is precisely what brings me here. Well, well, look who's here.
you know each other. Our paths crossed. Briefly. The brave detective has a talent for sticking his nose into my business. I bump into her every time I'm investigating someone's death. It's a small island, Detective. My island. It's better that it's you bumping into me. You're investigating Francis' death. Why? Who hired you? I spoke to Francis before he died. His story suggests a link to a case I'm working on. Well, since this business has got nothing to do with me, I'll be in your husband's office, Irene. We'll carry on later. Very well, Miss Baker. This way, Mr. Pierce. And do make yourself comfortable. It would seem that you have much to tell me. May I inquire as to when you had the opportunity to talk to my husband? Yesterday, I met him at the hospital. He spoke to me about Sarah Hawkins. Oh, of course he spoke to you about her. That's all he talked about. Sarah Hawkins and her paintings. Please forgive my tone. The fact is that I have not been allowed to see him since he was interned. You, on the other hand, a perfect stranger, were able to see him and even talk with him the day he died. How was he? Were you present when he had this attack? What happened? I expected to find you more grief-stricken than this by the death of your husband. I do not like the tone of your allusion, sir. I had long months to weep every tear in my body, and to accept, if not my fate, at least that of my husband. And so I'm sorry to disappoint you if you're expecting more hysteria and grieving widow in my voice. Rest assured, however, my anger is real. I need to understand. How could this happen? In a reputed institute? And right before your eyes? Did you not do anything to help him? It's terrible what happened to your husband, but I had nothing to do with it. I was injured, and I came across him in the hospital quite by chance. Injured? Well, I'm delighted to see you in such fine fettle, Detective. Not everybody enjoyed such a prompt recovery. I suppose Fuller does do miracles now and again. Luck is obviously very kind to you. Oh, I'm tired, Mr. Pierce. I would be grateful if you could tell me what you expect of me, and then leave. May I ask you what Miss Baker is doing here? How do you know her? My business with Miss Baker is private, Mr. Pierce. But you do know what kind of business Miss Baker is in, don't you? I am no fool. Please believe that much, at least. How did you come to meet Sarah Hawkins? We were the wealthiest and most influential families on Darkwater. Of course we would know each other. And when Charles returned from Europe with his sweet little artist, she and her sinister paintings were destined to catch my husband's eye. He bought many of her works over the last 5 years. They adorn his macabre gallery. Did your husband talk to you about Sarah Hawkins' visitor? A shambler, to use his precise terms. Well, you can imagine that's all he talked about. It's exhibited at the center of the gallery. No better place for the painting that endowed him with the privilege of such a shameful and miserable end to his life. Hold on. The Shambler is a painting by Sarah Hawkins. Who else to paint such horrors? Take a look for yourself, if you feel so inclined. It is my only lead at this stage. I suppose I have nothing to lose. Then you have paid no heed. For my part, I refuse to set foot in that gallery again. But if you are so eager to see it... Thank you, Mrs. Sanders. I won't be long. Okay. Jetzt können wir uns quasi hier frei bewegen. Das ist schon viel wert.
Did she really care for him after all? Okay, Thomas Fuller hat ja geschrieben, dass er Mann tot ist. The day the Shambler came into the Sanders' lives. Okay, eine Rekonstruktion. Jetzt bin ich gespannt. Zwei Tassen. Ich nehme an, Sarah und der Mann. Achso, ich muss mich vielleicht mal ducken, ha? Das wäre von Vorteil. Nö. Geht nicht. Okay, geht vermutlich noch nicht. So, jetzt müssen wir mal gucken. Fangen wir mit dem Klavier an. A house of artists. Okay. Das Klavier hilft uns jetzt nicht wirklich weiter. Ist hier dahinter was? Anscheinend nicht. Die Tasse können wir noch nicht. Aus irgendwelchen Gründen. Kann man irgendwas mit den Bildern? Auch nicht. Okay. Aber warum geht die Tasse denn nicht? Ein Schlürfer untersuchen. Achso. Können wir hier raus? Nee. Hier auch nicht. Puh. Okay, dass die Tasse nicht geht, das wundert mich jetzt eigentlich ein bisschen. Ah. Francis Sanders and Sarah Hawkins were close. Friends, even? Okay. Kann man jetzt A house of artists. Nee, gut, okay. Aber das ist doch niemals alles, was wir hier finden. Heute geht irgendwie alles schief. Habt ihr das gerade gehört? Mich hat meine Alexa gerade ans Armbrot erinnert. Naja. So. Sanders' accession register. He wrote beside the Shambler. Finally. What did Sarah Hawkins fear so much that she didn't want to sell the painting? Haben wir hier noch was? He finally won. Was Sanders aware of his imminent doom? Okay, das können wir noch nicht sehen, weil wir haben es noch nie gesehen. She first refused to sell the painting. How did that make her feel? Was she jealous of Sarah Hawkins? Okay. The Shambler. I need to see it. Na gut. Hier haben wir erstmal noch ein Medizinbuch. Das nehmen wir natürlich mit. Dann gucken wir sowieso mal. So, jetzt haben wir hier die Gelegenheit, uns hier tatsächlich ein bisschen umzugucken. Das werden wir natürlich ganz ausgiebig tun. Wir gucken uns erstmal hier die benachbarten Räume. Die Bilder selber sind ganz schön krass. Zum Teil. Die Galerie. Wir müssen auf die Galerie, aber ich will eigentlich erstmal wirklich hier alles angucken. Locked. Natürlich. Wie sieht's denn überhaupt aus? Pierce. Wir gucken mal kurz. Wir haben 11 Charakterpunkte. Warum speichert's dieses Entwicklungsfortschritt hier nicht? Warum speichert's das nicht? Ja. So, Kultismus, Nummer 2.
Laie, Medizin, Zimmerleihe. Punkte bestätigen. Ja. So. Gut. Hier ist auch zu. Also vermutlich kommen wir direkt zur Galerie. Was haben Let's see what this cylinder has to say once it's inserted in a phonograph. Okay. Irene, I made a mistake. I fear that it might be too late for me. Nobody should enter, except to burn everything. I never had the courage. Pay somebody to do it. He's inside my head. I see him behind my eyelids each time I shut my eyes. Okay. I can't take any more. I can't hold him back. Forgive me. That accursed gallery. Those accursed paintings. That accursed Sarah. Okay. Aber mit ihr sprechen können wir nicht weiter. Na gut. Wir gehen mal weiter gucken. Ja, ist alles zu. Das gibt's doch gar nicht. Oh, guck an, wer da ist. I could use one of those. Schon wieder diese Schlaftabletten. Die haben die ja. Jeder nimmt ja Schlaftabletten in dem ganzen Spiel. Das ist ja Wahnsinn. So, okay, was haben wir hier? The Whale and the God. Story of a Brief of History in Darkwater Island. Das gucken wir uns dann in der nächsten Folge A strange an. Amerindian pendant. Okay, Okkultismus. Sehr gut. Was haben wir An hier? old diary. Ja, wir packen hier alles ein, natürlich. Strange. For months, Sarah Hawkins refused to part with her painting, to finally give it away for nothing. Okay, sie wollte ihm dieses Gemälde nie geben. Und irgendwann hat sie es verschenkt. Aus welchem Grund auch immer. Okay, Medizinkunde. Was ist das hier? Also in einer Lexikon monströser und unbekannter Kreaturen. Langsam fange ich an zu glauben, dass sie wirklich existieren. Okay, krass. Okay, passt auf, wir gucken jetzt doch schon mal wir gucken noch ins Inventar. Wir haben 5 Charakterpunkte. Unser Verstand. Oha. Oha. Ja, wir... Makabre Entdeckung, das sind die Leichen gewesen in der Irrenanstalt. Das ist sein Tod gewesen. Und das ist dieses Buch gerade gewesen. Okay, passt auf, ich klicke sie mal alle durch und dann könnt ihr hier in Ruhe euch das nochmal durchlesen, wenn ihr das möchtet. Und, also wie gesagt, macht einfach in YouTube kurz Pause und lest es euch in Ruhe durch. Weil ich will das jetzt nicht alles vorlesen, das makabre Entdeckung, so. Tod von Francis Sanders. Aber langsam haben wir schon ein psychisches Trauma, also es wird schlimmer, muss man einfach mal so sagen. Okay. Dann haben wir hier Einwohner. Charles Hawkins. Der ist wirklich, also der war das, aber
Francis Sanders. Dr. Fuller. Was der damit zu tun hat, möchte ich mal wissen. Also das muss ich echt sagen. Was der damit zu tun hat. So, und das ist der Keller des Riverside Instituts. Und hier haben wir nochmal die Villa der Hawkins als Orte. Und Okkult. Okkult haben wir jetzt natürlich relativ. Kultist, der geschlafen, also angeblich geschlafen hat. Für mich sah er aus wie tot, aber gut. Er hat geschlafen. Dann haben wir hier den Dimensionsschlafer. Und dann haben wir das Malus Bestarium. Das wird noch lustig. Das Bild von Sanders und der Sarah mit dem Schlaffer im Hintergrund. Also ich nehme an, dass es der Stoff ist. Dann diese Entdeckung, also diese Ermittlung quasi, die wir gerade durchgeführt haben. Und der Brief, wo sie ihm verweigert, diese Gemälde zu geben. Und ansonsten im Inventar haben wir jetzt diese Tonrolle, die Laterne, ja, genau, und unser Feuerzeug. Ja, Schlaftabletten, da ist auch einiges dazugekommen. Das Bestarium. Dann haben wir hier Medizin, also Medizinbücher. Ja. Das Tagebuch von der Frau des Reverends. Dann haben wir hier das Amulett. Was auch immer wir damit machen können. Ja, und das sind Medizinbücher, da brauchen wir jetzt nicht weiter. Genau, und hier haben wir noch diesen Rosenkranz. Das ranholen kann man das nicht weiter, aber die ist doch völlig. Hier oben ist auch das Symbol. Seht ihr das? Hier ist wieder dieses Symbol mit dem Kreis und den 3 Strichen. Ach, warum habe ich die Bücher nicht vorher gelesen? Ich konnte es einfach nicht erwarten, das Spiel zu spielen. Das wüsste ich jetzt wahrscheinlich schon mehr. Na gut. Wir können mit Cat reden, aber wir gucken mal noch kurz hier rein. Oh, der Schlüssel, den nehmen wir noch mit. Und mit Cat reden wir in der nächsten Folge. Habt vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.